Still building up, so many things to connect. All right. I think we are live on Facebook now, Diana. It says we are live on Facebook, so it seems to be. So I first want to welcome all the people in the German-speaking group. Hallo, ihr Lieben in der deutschsprachigen Gruppe der Diana Cooper School of White Light. Es ist toll, dass ihr am helllichten Nachmittag um 4 Uhr Zeit findet, bei diesem Facebook Live dabei zu sein. Aber es war für uns beide der perfekte Zeitpunkt und ich hoffe, ihr seid jetzt dabei oder ihr schaut es später noch. Und ich freue mich jetzt ganz gewaltig, dass ich Diana Cooper heute begrüßen darf hier in diesem Live-Chat. Wir sind auf Zoom und streamen live auf Facebook. Und ich sage jetzt erstmal a very warm welcome to you, Diana. Thank you. Seamlessly from German into English. Yes, I'm fluent in changing languages. The unicorns are obviously with you. Ja, Diana sagt, ich habe so schön flüssig gewechselt zwischen Englisch und Deutsch und sie hat gesagt, die Einhörner helfen mir. Sie gehören ja schließlich zum Windelement und Wind braucht es manchmal für Veränderungen. Gell? So, ich habe Diana schon gesagt, wie wir am besten vorgehen werden. Ich werde natürlich für euch übersetzen, dafür machen wir das ja in dieser Gruppe. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet für Diana, die erst ein bisschen persönlicher Art sind. Und dann natürlich gehen wir ganz direkt auf die aktuellen Themen zu. Das sind die Einhorn-Dokumentation und Dianas neues Einhorn Buch. Ja, ja. Oh, jumped up by itself. Ja, Diana sagt, das Buch ist einfach von selber hochgesprungen und wollte sich zeigen, so wie die Einhörner, wie Pferde springen, so energievoll ist das Buch. Und ich habe mein Buch gestern bekommen und ich finde, es ist wirklich voll von schöner Energie. I got mine yesterday and it is so full of magic and beautiful energy. I can't wait to read it. It's full of very interesting information and exercises. Es ist wirklich gefüllt mit tollen neuen Übungen und mit Magie. So, was ist der Unterschied oder was ist neu im Vergleich zum ersten Buch, Diana? No, it's quite different. The first book, 10 years ago, the unicorns came to me and said that they were looking for people with a light over their head to say they were in service. Ja, also es ist ganz anders als das erste Buch, was immerhin schon 10 Jahre alt ist. Damals haben die Einhörner gesagt, sie suchen speziell Leser und wollen mit denen zusammenarbeiten, deren Licht über ihrem Kopf schon leuchtet. And then they gave me information about the unicorns and what they were doing here. Now, 10 years later, so many people are radiating light that they can touch almost everyone. Das hört sich gewaltig an. Also inzwischen ist quasi das Licht bei jedem von uns schon angegangen und das macht es den Einhörnern sehr leicht, sich mit uns zu verbinden. Und darum sind auch die Informationen und ist die ganze Energie dieses zweiten Buches auf einer ganz anderen, auf einer höheren Ebene. It's on a higher level. Yeah. And this is the reason that the wave of unicorns has come in now. And so that's why they have impressed people to create their pictures on cups and T-shirts and everything. Ja, that's amazing. Diana weist darauf hin, dass das ja kein Zufall ist, dass wir im Moment so viele Einhörner sehen auf Tassen, auf Schulranzen, auf Ballons, überall sieht man jetzt Einhörner. Und das ist natürlich inspiriert von den Einhörnern. Die haben also die Manager in den Firmen inspiriert, das zu machen, damit die Einhörner sich mit uns verbinden können. I love it. I say 3 words, you say 30. But it works so beautifully because if you see a unicorn on a cup or a T-shirt, then you think about unicorns and they can connect with you.
Ja, es wirkt also wirklich wie ein Vermittler. Wenn du ein Einhorn siehst in irgendeiner Darstellung, dann ist es wie ein Band, was sich bildet oder eine Verbindung, die entsteht mit der Einhornenergie. Wow. I saw a child drop its toy from a pram, and the mother picked it up and said, "Here's your unicorn." As she said that, a flash of white light came through and touched them. And I thought, yes, that's why they are doing it like this. That's a beautiful story. Diana erzählt von einem Erlebnis, was sie hatte. Sie hat eine Mutter mit einem Kind im Kinderwagen gesehen und das Kind hat sein Spielzeug aus der Karre geworfen und die Mutter hat es aufgehoben und hat gesagt, guck, hier ist dein Einhorn. Und in dem Moment hat Diana einen Lichtstrahl wahrgenommen, einen Blitz von Einhornenergie und genauso funktioniert es. Also man denkt an sie, man spricht ihren Namen aus und busch sind sie da. Wow. Yeah. So it is all for a reason that all of this unicorn energy is here now. Ja, also es hat seinen Grund, warum die Einhornenergie im Moment so intensiv da ist. Die Einhörner wollen sich wirklich mit uns verbinden. I had some interesting experiences myself when I was writing the book. Oh, und Diana hatte einige eigene, sehr magische Erfahrungen, als sie das Buch geschrieben hat. Because as they give me the exercises and I write them, also wenn sie die Inspirationen bekommt und die Übungen aufschreibt, then the unicorns are taking me through that visualization with them. Dann nehmen die Einhörner sie quasi gerade mit auf die Reise. Durch die Visualisierung wird sie gerade hineingeführt in diese Energie. And so they work with certain archangels. Sie arbeiten mit speziellen Erzengeln zusammen. And as we all know, the sapphire is the material form of Archangel Michael's energy. Und wie die meisten von uns wissen, ist ein Saphir die materialisierte Energie von Erzengel Michael. And out in the cosmos, there is a vast etheric cosmic sapphire. Und es gibt im Kosmos einen riesengroßen ätherischen Saphir. And the one in particular that affected me was Archangel Gabriel's diamond. Und ganz speziell wurde Diana berührt von Erzengel Gabriels ätherischem Diamanten. Den gibt es natürlich auch noch. So they took me out and I sat in this cosmic diamond and I felt the energy all around me. Und sie wurde also auf eine Reise mitgenommen mit den Einhörnern in diesen Diamanten von Erzengel Gabriel hinein. But then the unicorns touched it and illuminated it with their light. Oh. Und zur Krönung haben die Einhörner dann quasi noch ihre Energie hineingegeben und der ganze Diamant hat enorm aufgeleuchtet. And I felt I was exploding in a blaze of light. Und sie hatte das Gefühl, sie würde gerade explodieren in einem Ausbruch von Licht. Ganz gewaltig. Wow, what an experience. Wow. And the other one was they talked a lot about numbers. Und die Einhörner haben mit Diana auch viel über die Magie der Zahlen gesprochen. And again, I know we all know that numbers are very powerful. Und wir wissen ja alle, dass Zahlen eine Kraft haben. And out in the cosmos, there are pools of energy connected to each number. Und es gibt im Kosmos Pools, also Orte von Energie, die mit Nummern verbunden sind, mit Zahlen verbunden sind. And so my life sign is number 3. Und ihre Lebenszahl ist die 3. And so they took me out into the cosmic pool of number 3. Wow, und so wurde sie zum kosmischen Pool von der Energie von der 3 geführt. And out in the cosmos, it's very powerful influence. Und das ist ein ganz enorm starker Einfluss von dieser kosmischen Wolke quasi, von dieser Zahlenenergie. What arrives on Earth is a very diluted version. Und was hier auf der Erde ankommt, ist wirklich dann nur noch so eine verdünnte Version von dieser Zahlenenergie. And again, as I relaxed in this pool of cosmic
number 3, the unicorns came and blazed it with light. Und es war wieder eine ähnliche Erfahrung, als sie in dieser kosmischen Energie der Nummer 3 war, sind die Einhörner wiedergekommen und haben diese Wolke berührt und die ist wieder enorm aufgeleuchtet. Yeah, it really was enormous, because when the unicorns touch it, it brings forward only the positive aspects of the number. Und das ist wirklich was Spezielles, weil wenn die Einhörner ihre Energie hineingießen, dann kommt nur die positive Energie dieser Zahl zum Leben. Die wird quasi verstärkt. And I really felt it pushed my life path forward. Und sie hat das Gefühl, sie ist wirklich auf ihrem Lebensweg ein Stück weiter transportiert worden. Es hat ihr geholfen, weiterzugehen. And it was after that they asked me to go take them further out into the world. Und danach, the exercise, you mean? Oh. No. The unicorns then wanted me to spread their information about them more. Okay. Und dann hat sie von den Einhörnern den Auftrag bekommen, eben die Energie von den Einhörnern und das Wissen über die Einhörner in die Welt zu bringen. And they impressed on me to create a documentary. Und dann kommt die Dokumentation ins Spiel, von der ihr ja auch schon gehört habt. Dann wurde Diana quasi beauftragt, eine Dokumentation zu drehen. And so I asked everyone I knew. Und dann hat sie viele Menschen gefragt, die sie kannte. Well, actually, it started sooner than that. Und es hat viel schneller angefangen und ging alles flüssiger. Oder it began earlier, you mean? No. They impressed this on me. Yes. And the very next day, a friend came to lunch. So, sie hat die Inspiration bekommen und schon am nächsten Tag begann das Ganze zu rollen. Da kam ein Freund zum Mittagessen oder eine Freundin. And he made documentaries. Und er war ein Filmemacher und machte Dokumentationen. And he recommended somebody who was a documentary maker. Und der hat dann jemanden empfohlen, der in Frage käme, um diese Dokumentation zu machen. But he said, I don't know if he'll be interested in the subject matter. Aber er hatte so ein bisschen Zweifel, ob der sich wohl wirklich für Einhörner erwärmen könnte. So I phoned him up to ask him. Diana hat natürlich nicht gezögert und hat den gerade angerufen. And we talked and then we had lunch together. Und dann gab es nochmal eine Verabredung mit diesem Mann und sie aßen zusammen zu Mittag. And he was very interested. Und er war sehr interessiert. And he said, okay. And he started to prepare a contract. Und er hat dann schon angefangen, den Vertrag aufzusetzen. And after he'd written the contract, he took his dog for a walk. Und nachdem er den Vertrag geschrieben hatte, ist er mit seinem Hund spazieren gegangen. And when he put the dog bag in the bin, und als er diesen Hundebeutel da in den Abwurf werfen wollte, there was a toy unicorn peeping out at him. war bei diesem Abwurf für die Hundebeutel ein Spielzeug-Einhorn, was herausschaute. And he ran home saying, it's a sign. It's got to be a sign. Und er war absolut überwältigt und voller Freude und ist nach Hause gerannt und hat gesagt, es ist ein Zeichen des Himmels, ja. And it doesn't end there. That night, he went to post the contract. Und die Nacht hat er also sich entschieden, okay, wir machen das und bei E-Mail. No, to post it in the post. Okay. Dann hat er den Vertrag ausgedrückt, in einen Umschlag gepackt und wollte ihn an Diana schicken. And on the street corner, there were 3 people chatting. Und an einer Straßenecke plötzlich sah er 3 Leute, die sich so miteinander unterhielten. And as he walked past, one of them said, I can't wait to wear my unicorn horn tonight. Can you believe it? Als er an diesem vorbeiging, hörte er den einen sagen, ich kann es kaum erwarten, heute Nacht mein Einhorn aufzusetzen. People ask about unicorn signs.
Ja, die Menschen fragen quasi oder warten auf Zeichen der Einhörner. And the truth is, if you are ready, the unicorns will make sure they give you a sign. Und es ist wirklich so, wenn du bereit bist, dann werden die Einhörner einen Weg finden, sich zu zeigen, in irgendeiner Form. Something you didn't expect. Wow, und das kann gut und gerne eine Überraschung sein, etwas, womit du gar nicht gerechnet hast. And something you can't mistake. Ja, und etwas, was du auch nicht fehldeuten kannst. Also das ist dann ganz klar ein Einhornzeichen. Wow, amazing stories. It is amazing. The book is full of stories. Also So many people have shared stories. Ja, also das Buch dieses hier, das Magic of Unicorns, enthält viele solcher unglaublichen magischen Geschichten, sagt Diana. Yeah. And that is also the documentary. Und so ist es auch mit der Dokumentation, mit dem Film, den Diana hat drehen lassen. 3 people tell their stories. Darin erzählen 3 Menschen ihre Erfahrungen, ihre Geschichten mit Einhörnern. And they are all illustrated, so they're easy to understand. Und diese Geschichten sind wie animiert, also es gibt dazu Einhörner, die über den Bildschirm laufen und es gibt Bilder dazu. Also man kann diese Geschichten leicht nachvollziehen und auch fühlen. Yeah, and people who have watched it have had extraordinary experiences. Und Diana hat natürlich bereits Feedback bekommen zu dieser Dokumentation und selbst beim Anschauen dieses Films haben Menschen ganz besondere Erfahrungen machen dürfen. Wow. Dreamt about unicorns. Die haben von Einhörnern geträumt. Or unicorns have come to them. Oder irgendwie sind Einhörner zu ihnen gekommen. Or something magic has happened. Oder irgendwas Magisches ist passiert. Wow. And of course, as we know, you are in the documentary and are amazing. Danke, thank you. Und Diana sagt, ich bin ja auch in der Dokumentation drin und sie findet, ich habe meine Rolle gut gespielt und ich bringe die Energie gut rüber, die es braucht für den Film. Yeah, and it was such an extraordinary day when we were filming. Oh yes, it was indeed. I will never forget it. Es war ein ganz spezieller Tag, als wir gefilmt haben, diese spezielle Heilungsszene. Yeah, and we didn't know the lady who was going to receive healing. Und keiner von uns kannte diese, Diane heißt sie, die Frau, die diese Heilung empfängt. Also sie tauchte auf und dann erst haben wir sie gesehen. Yeah, and Kirsten, you gave her the school unicorn healing. Und ich hatte dann den Auftrag, eine Heilung zu machen, die wir auch in der Lehrerausbildung für Einhörner anwenden und habe sie verbunden mit Einhornenergie. And can I share that you were a little nervous beforehand? Yes, sure. Ich war sehr, sehr, sehr nervös vorher. Diana weiß das und das ist kein Geheimnis, ja. Yeah, but when it came to it, the unicorns held you. Aber als es dann soweit war, bin ich ruhig geworden und die Einhörner haben mir enorm geholfen, dann wirklich das alles super zu machen. And we took Diane's aura photograph beforehand. Und bevor diese Heilungssitzung startete, hat Diane vor einer Kamera gesessen, wo ein Aura-Foto von ihr gemacht wurde und hinterher ebenfalls. And she said that she was always worrying and thinking about things. Und Diane hat uns ein bisschen von sich erzählt und hat gesagt, ja, sie sei eher ein Kopfmensch, sie ist immer am Grübeln und Studieren. So she had trouble with her stomach and her digestion. Und sie hatte dann nervöse Probleme mit ihrem Bauch, mit ihrer Verdauung. And indeed her aura was all yellow. Und entsprechend hat man in ihrer Aura dann auch viel gelbe Farbe gesehen. Which is the color of the mind. Das ist die Farbe vom Geist, vom Denken. And it was full of big holes. Und es gab sogar Löcher in der Aura. And dark energy was coming in through the holes. Und es kam sogar dunkle Energie in diese Löcher hinein. Das hat man auf den Fotos sehen können. But after the healing with the unicorns from Kirsten,
Aber nach der Heilbehandlung mit den Einhörnern, die ich machen durfte, hat man einen Riesenunterschied gesehen. All the holes were sealed up. Diese Löcher in der Aura waren jetzt geschlossen. And her aura was full of unicorn energy. Und ihre Aura war so voller Einhornenergie. I remember we were all like, wow. Everybody was like, they've wow. done it. Thank you. All the cameramen were, oh, is that really true? Yeah. And I remember the woman who took the photos, she was like, it is amazing. She couldn't stay quiet. It was amazing, right? Yeah. That's what happens. You just don't always see it. Ja, also alle am Filmset waren wirklich berührt, nicht einfach nur überzeugt, sondern alle waren sehr emotional. Und die Frau, die die Fotos gemacht hat, die brachte ja ihre Kamera mit, war also außer sich. Sie hat gesagt, sie hat das selten gesehen, das so ein extremer Unterschied. In 10 minutes, right? Oh, yeah, if that. Ja, so 10 Minuten vorher, 10 Minuten nachher und also wie ein umgekehrter Handschuh, sagt man hier in der Schweiz. Completely different. Es war toll. We would like to ask everybody to look at the documentary and like it. Ja, wir möchten wirklich jeden einladen, diese Dokumentation zu sehen und unbedingt auch ein Like zu geben. Man kann es schauen und dann gibt es diesen Pfeil Like und den unbedingt klicken. And share it with your friends. Und teilt es mit euren Freunden. I checked the numbers before we came online, Diana, and we have 12,000 views, or yeah, I think viewers, 12,000. 1,200 Personen haben es bis jetzt gesehen. Und Likes 1,600, 1,600 Likes. Right, well, we need more because we need to take it to, if we get enough, we can then say that there's this much interest in unicorns and make a unicorn documentary for the mainstream. Ja, es ist eben so, das ist ja ein Pilotfilm auf YouTube, der geht 18 Minuten und das große Ziel ist jetzt, dass ganz viele Comments, Likes, Klicks, Shares da sind und dass man die sieht und dass ein TV-Sender aufmerksam wird und sagt, wow, das interessiert die Massen, daraus machen wir jetzt einen langen, großen, ausführlichen Film, der ganz viele Leute erreichen kann. Wow, what a vision. Yeah, and if we can do that, that will be wonderful. And if that's what the unicorns want, they will help. But we all have to do our part. Ja, die Einhörner werden dieses Projekt sicher segnen, denn sie haben es ja quasi in die Welt gebracht. Aber es braucht auch menschliche Unterstützung und darum ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr es anschaut, liked, shared und alles macht, was für euch stimmt. Das wäre toll. And people have been very impressed by the unicorn healing. Und den Menschen hat das sehr gefallen mit der Einhorn-Heilenergie. I think they didn't realize, not so many people realized before that they have healing powers, right? Well, all beings of the 7th dimension and above have healing powers. Ja, also wahrscheinlich ist es so, dass den Menschen erst wieder bewusst geworden ist, dass auch Einhörner, genau wie die Engel, enorme Heilkräfte haben und uns wirklich helfen können. Yeah, and I've talked to Diane, the patient, many times since. Diane Nah hat also mit dieser Patientin Diane schon mehrfach jetzt gesprochen, seit Januar, seitdem wir gedreht haben. Yeah, and she feels the energy is continuing. She feels it was amazing. Oh. Und sie sagt, sie profitiert immer noch von dieser Einhornheilung. Also ein Prozess ist in Gang gekommen und der läuft immer noch. Sie fühlt sich ganz anders. And people are contacting you, Kirsten, because they want to have unicorn healings. Ja, that's right. Das habe ich tatsächlich jetzt schon erlebt, dass mich Menschen kontaktet haben, sogar aus Ländern am anderen Ende des Globus und schon um eine Einhornheilung, eine Einhornbehandlung gebeten. Also die Menschen werden wirklich neugierig jetzt. And this is amazing to see, yeah. Yeah, and that's wonderful because they could see with their own eyes what a difference it made.
Ja, weil sie jetzt in diesem Film wirklich mit eigenen Augen und mit diesem Aura-Foto, eins vorher, eins nachher, den Unterschied sehen. Und das ist wirklich etwas, was man ja gern hat, etwas Sichtbares. And also, one of the participants was a scientist. Und ein Teilnehmer in der Dokumentation ist ein Wissenschaftler. And many people have commented how good it was to have the scientific perspective. Ja, und die Kommentare auf YouTube zeigen, dass es wirklich auch wichtig ist, dass man das sieht. Es hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, es ist belegbar, greifbar. Das kommt auch gut rüber. Ja. One of the things that comes to me now. Und etwas, was Diana jetzt gerade eingegeben wird quasi. Many people ask what they can do to be useful in life. Ja, Diana hört immer wieder die Frage von Menschen, die sagen, was kann ich tun, wie kann ich helfen, wie kann ich von Nutzen sein im Moment. And this girl was 14. I tell the story in The Magic of Unicorns. Und das ist eine Geschichte, die in dem Buch wiedergegeben wird. She was 40 years old? 14. 14, okay. Und es ist eine Geschichte von einem jungen Mädchen, die ist 14 Jahre alt. And she was totally disabled. Und sie war behindert. She was in a wheelchair. In einem Rollstuhl. She couldn't even hold her head. She couldn't use her hands very well. Also sie war schwer behindert, sie konnte ihren Kopf nicht alleine halten und ihre Hände auch nicht gut einsetzen. She couldn't speak. Sie konnte nicht sprechen. She did all communication through a special computer. Sie hatte einen speziellen Computer, mit dem sie kommunizieren konnte. Which took a long, long time. Das hat immer sehr lange gedauert, um sich auszudrücken. But she'd seen angels. Sie hatte aber Engel schon mal wahrgenommen. And one day she saw a unicorn. Und eines Tages hat sie tatsächlich ein Einhorn wahrgenommen. And her family asked if I would go and see her. Und die Familie hat dann Diana kontaktet und gefragt, ob sie besuchen würde. Oh, wow. She was amazing. Oh, und es war eine so berührende Begegnung. And at the end, she asked me, all I want to do is be useful and help people. Oh, und dieses junge Mädchen sagte am Schluss, ich möchte doch nur eins im Leben, ich möchte gerne anderen helfen, ich möchte von Nutzen sein. And I told her about unicorn blessings. Oh, und Diana hat ihr dann von Einhorn-Segnungen erzählt. How you can open yourself up and let the energy come through your heart. Du kannst dich also öffnen und kannst die Einhorn-Energie durch dein Herz hineinlassen in dich. And as we all know, you can send it out to touch people. Und dann kannst du es von deinem Herzen herausschicken zu anderen Menschen. She glowed. She lit up. She was so excited. Oh, und dieses junge Mädchen war so happy und so aufgeregt und war so motiviert, jetzt das zu machen, weil das konnte sie machen. And I came away feeling totally elevated. Und als Diana sich verabschiedet hat, da hat sie sich selber enorm gesegnet gefühlt. Ja. And it's such a reminder how you can work with the unicorns and the angels and help people everywhere. Ja. Und das ist so eine kleine Anekdote, ein kleines, richtig lebendiges Beispiel, wie wir alle etwas tun können, um Menschen zu helfen. Wow, amazing. It's amazing, yeah. And so extraordinary for a child so disabled. Yeah. But I feel there are so many children now and also adults who really, really want to do something. They want to help. And we can all do something, right? German? Ja, ich merke so auch in meiner Sprechstunde, in meinen Workshops, es gibt so viele Menschen, die jetzt etwas tun möchten und die sagen, oh, was ist mein Lebenssinn, was ist mein Zweck, wie kann ich im Moment den Prozess auf der Erde unterstützen? Yes?
And so other things in the book are about soul healing. Oh, dann gibt es auch noch einen Abschnitt über Seelenheilung im Buch. Yeah, because as we know, angels work with healing the heart and unicorns work with all kinds of blessings for your soul. Ja, denn das ist ja der Unterschied zwischen Engeln und Einhörnern. Die Engel arbeiten eher mit der Herzheilung und die Einhörner mit der Seele. Yeah, and so there are exercises and visualizations with the unicorns to heal you at a deep soul level. Also in dem Buch gibt es eben auch viele Übungen. Es ist ein sehr praktisches Buch, wie man auf der Seelenebene Heilung erfahren kann. Wow. And also the chakras. Und auch die Chakren sind erwähnt, die Beziehung zwischen Einhörnern und Chakren. It's quite amazing the difference when you bring in your chakras and then you ask the unicorns to touch them. Ja. How they illuminate. Yeah, I cannot very heavily because I experienced it in my workshops many times. Diana sagt, es macht einen großen Unterschied, wenn man mit den 12 Chakren arbeitet und dann noch die Einhörner bittet, die Chakren zu segnen. Es ist eine ganz andere Energie. Das stimmt, erlebe ich auch so. Wow. Yeah, and there are chapters on moving the veils of illusion. You know how the unicorns can help with that. Dann gibt es noch ein Kapitel darüber, wie diese, wie sagt man, Vorhänge der Illusion, diese Schleier, sagt man, Schleier der Illusion vom dritten Auge entfernt werden können mit Einhornhilfe. And they can also work with healing the ancestral beliefs and your family beliefs, which is so important right now. Ja. Und sie helfen auch die Einhörner eben die Verbindungen zu den Vorfahren und auch die Verstrickungen der Vorfahren zu lösen, zu heilen. And some of the visualizations are quite long. Einige der Visualisierungen sind eher lang, die brauchen ein bisschen Zeit. And the unicorn said that's okay. Die Einhörner haben aber gesagt, ja, das ist schon okay so. Don't try to remember. Versuch nicht alles zu behalten, es muss nicht alles exakt sein. No, just as you read through it, they will work with you and you will get the energy from the exercise. Ja, also mach dir keinen Stress, dass du es vielleicht erst liest und dann willst du meditieren und du vergisst die Hälfte. Schon während du es bewusst liest, wirst du auf die Reise mitgenommen mit den Einhörnern und es wirkt ganz entspannt. So I think the unicorns are beyond anything amazing. They're called the purest of the pure because they carry the highest Christ light. Diana sagt, die Einhörner tragen das höchste Christuslicht und sie sind wirklich die reinsten der Reinen. Sie sind einfach fast unbeschreiblich großartig. Ja, wow. Yeah, I think we can all feel the energy. And I find it really interesting to feel the difference between angel energy and unicorn energy. Yes, yeah, it feels very different. It feels very different. Also, it doesn't really matter if you can't feel it. I think the most important thing is just to know and trust that they are with you because you're working with them. Ja, wir haben gerade gesagt, es sind wirklich zwei verschiedene Arten von Energie. Manchmal spürt man den Unterschied, manchmal spürt man den Unterschied auch nicht. Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Sie sind da und sie sind enorm hilfreich und wirkungsvoll. Absolutely. Ja. Yeah. Super, I can't wait to read your book. Ich kann es kaum erwarten. Gestern ist es gekommen. Thank you. Neu, ich kriege es noch gar nicht auf. It's still closed. I will start reading it tomorrow. Today. Yeah, today is a good idea. But today I have a workshop on unicorns. Okay. Okay. Also ich habe gesagt, ich werde das Buch morgen anfangen, weil heute Abend habe ich noch einen Workshop mit Einhörnern. Also morgen dann auf jeden Fall. And when will the book be out in German? Do you know that? I've asked my publishers, they're going to ask the German publishers. It's usually about 3 months after the English one. Yeah, so for Christmas. Oh, definitely by then. Ja. Also
Die deutsche Ausgabe weiß man jetzt noch nicht exakt, wann die in den Läden sein wird, aber zu Weihnachten sollte es erhältlich sein. Dann könnt ihr es kaufen, verschenken, lesen, genießen. I'm sure it'll be out for the Angel Congress. Oh yeah, it's in November, huh? In November. Yes, yes. You know, they always try to make sure the books are out in time for that. Will you be at the Angel Conference? Probably. If the COVID rules allow. Yeah. Yes, of course. Yeah. Okay. Yes, because I'm doing a Friday on my own, a whole day, Oh. which will be very, very interesting. And what it mainly is, the exercises and things that the angels have given me that I do for myself. I'll be sharing what I do. Okay. And then I'm on Saturday doing Lemurian healing. Wow. So, yeah, Lemurian crystal healing. And that's always very powerful and very pure energy. And of course, the unicorns work with that energy. So they're always very present there. Yes, beautiful. So, ich übersetze das noch kurz für euch. Diana hat gesagt, sie hofft, dass sie im November beim Engelkongress in Lüneburg sein kann. Sie ist eingeladen und sie würde dann am Freitag einen Workshop geben. Und in diesem Workshop geht es um die Dinge, die sie persönlich macht, also die sie jeden Tag macht, als ihre spirituelle Praxis. Das möchte sie mit uns teilen. Und am Samstag wäre dann lemurische Heilung dran, das, was wir ja eigentlich im September in Zürich machen wollten. That's what we had planned to do in Zurich, Lemurian healing. Yes, yes. Yeah. Okay, but it will be in Lüneburg then. Yes, yeah, it's meant to happen. No, the COVID is teaching us so many things. Yeah. And one of them is to let go of expectations. Ja, also wir wissen noch nicht, was im November ist, aber wir bleiben immer optimistisch, gehen Tag für Tag. Und bis dahin ist das Ziel, dass das Einhorn Buch auch auf Deutsch da ist, dass man das dann zum Engelkongress hin auch kaufen kann. Beautiful. Thank you so much, Diana, for taking the time and bringing your energy, your light and your enthusiasm into this group. Thank you, Kirsten. Really enjoyed chatting to you. We also enjoyed having you, and I think we can all go to YouTube now and watch the documentary. Yes, please. That's the best thing you can do for the unicorns. Yeah. So thank you again and have a beautiful evening. Lots of love. And you too. Bye-bye, everyone. Tschüss, alle zusammen. Ciao.